Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow haben bei ihren ersten beiden Gesprächsrunden am Sonnabend in Reykjavik offenbar Fortschritte erzielt. Sie setzten zwei Arbeitsgruppen ein, die noch am Abend zu ersten Beratungen zusammenkamen. Die eine Gruppe soll sich mit der Rüstungskontrolle, die andere mit Menschenrechtsfragen sowie regionalen Krisenherden und zweiseitigen Problemen befassen. Ronald Reagan und Michail Gorbatschow haben heute nur 50 Minuten allein konferiert, weit weniger als vorher angenommen. Anders als in Genf haben sie diesmal die meiste Zeit ihre Außenminister Schulz bzw. Schevardnadze dabei. Beide Verhandlungsparteien halten sich bislang strikt an die vereinbarte Nachrichtensperre. Für die Gespräche war vorher kein Fahrplan entwickelt worden. Es sei sehr informell zugegangen. Die Themen standen fest: Rüstungskontrolle, Menschenrechte, regionale Konflikte und bilaterale Fragen. Wie weit man dabei gekommen ist, wurde nicht mitgeteilt. Lediglich die totale Gesprächszeit wurde preisgegeben: 3 Stunden und 57 Minuten. Danach kamen Reagan und Gorbatschow zu ihrer ersten Übereinkunft in Reykjavik. Wie Larry Speakes, der Sprecher des amerikanischen Präsidenten, mitteilte, sind 2 Expertenrunden gebildet worden. Wie Speakes weiter verkündete, wollen sich Reagan und Gorbatschow morgen eine halbe Stunde früher als ursprünglich vereinbart zusammensetzen. Auch mehr als 24 Stunden nach der Ermordung des 51-jährigen Ministerialdirektors Gerold von Braunmühl, eines engen Vertrauten von Außenminister Genscher, hat das Bundeskriminalamt noch keine heiße Spur von den Tätern. Die Fahndung konzentrierte sich unter anderem auf einen solchen roten Opel Kadett, mit dem die beiden Männer, die der Terrororganisation RAF angehören, Augenzeugenberichten zufolge nach der Tat unerkannt entkommen sind. Am Fahrzeug soll das gestohlene Kennzeichen BNZZ 356 angebracht gewesen sein. Im Hunsrück demonstrierten etwa 140.000 Menschen gegen die atomare Rüstung in Ost und West. Zu der Kundgebung hatten etwa 1.000 Organisationen, darunter der DGB, die SPD, die Grünen und die Kirchen aufgerufen. Die Veranstaltung verlief bis zum Ende friedlich. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in El Salvador lässt sich die Zahl der Todesopfer noch nicht absehen. Nach Rundfunkberichten muss mit mindestens 1.000 Toten und mehr als 10.000 Verletzten gerechnet werden. Die Lottozahlen 7, 17, 22, 26, 27, 35, Zusatzzahl 44. Und die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 9, 2, 0, 8, 9, 1, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für Sonntag, den 12. Oktober. Vornehmlich am Morgen gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst teils wolkig, teils sonnig und im Wesentlichen trocken. Tiefsttemperaturen 10 bis 5, in Bayern zum Teil nur 2 Grad. Tageshöchstwerte je nach Sonnenschein 12 bis 19 Grad. Schwach windig. Die weiteren Aussichten: nach Nebelauflösung vielfach sonnig. Das waren die letzten Meldungen, meine Damen und Herren. Die Tagesschau meldet sich wieder mit dem Wochenspiegel und die neuesten Nachrichten heute Mittag um 12:45 Uhr. Der Mensch und seine Triebe von Hermann Hesse. Jede Formung des Menschen, jede Kultur, jede Zivilisation, jede Ordnung beruht auf einer Übereinkunft über das Erlaubte und das Verbotene. Der Mensch zwischen Tier und ferner Menschenzukunft unterwegs hat stets viel, unendlich viel in sich zu unterdrücken, zu verstecken, zu leugnen, um ein anständiger Kerl und zur Sozialität fähig zu sein. Der Mensch ist voll von Tier, voll von Urwelt, voll von riesigen, kaum bezähmbaren Trieben einer tierischen, grausamen Selbstsucht. Alle diese gefährlichen Triebe sind da, sind immer da. Aber die Kultur,
Die Übereinkunft, die Zivilisation hat sie verborgen. Man zeigt sie nicht. Man hat von Kind auf gelernt, diese Triebe zu verstecken und zu leugnen. Aber jeder dieser Triebe kommt irgendeinmal wieder ans Licht. Jeder lebt weiter. Keiner wird getötet. Keiner auf die Dauer, auf die Ewigkeit verwandelt und veredelt. Und jeder dieser Triebe ist an sich ja gut. Ist nicht schlechter als jeder andere. Nur hat jede Kultur und jede Zeit Triebe, die sie mehr als die anderen fürchtet und die sie mehr verpönt. Wenn nun diese Triebe wieder wach werden, als unerlöste, nur oberflächlich und mühsam gebändigte Naturkräfte, wenn diese Tiere wieder brüllen und sich regen mit der Klage lang unterdrückter und gepeitschter Sklaven und mit der uralten Glut ihrer Natürlichkeit, dann entstehen die Karamasows. Wenn eine Kultur, einer der Versuche der Domestizierung des Menschen, müde wird und zu wanken beginnt, dann werden die Menschen in immer größerer Zahl merkwürdig, werden hysterisch, haben sonderbare Gelüste, gleichen jungen Leuten in der Pubertät oder Schwangeren. Es regen sich in der Seele Dränge, für die man keinen Namen hat, die man von der alten Kultur und Moral aus als schlecht bezeichnen muss, die aber mit so starker, mit so natürlicher, mit so unschuldiger Stimme sprechen können, dass alles Gute und Böse zweifelhaft wird und jedes Gesetz ins Wanken kommt. Gute Nacht.
als auch auf dem Gebiet des Hörspiels, der Musik, der Literatur, also all der Dinge, die für Österreich wichtig sind, aber die auch ganz private Bindungen und Beziehungen schaffen. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben, ob Sie nun gerade erst eingeschaltet haben, was ja möglich ist.